heute besprechen wir jetzt die Optik des neuen Heftes. Die Idee ist, alles aus einem Topf. Aber ein bisschen anders als ein purer Eintopf eben irgendwie. Ja. Also wir machen zum Beispiel ein Ossobuco, da tun wir Kartoffeln mit rein, was wir ein größeres Stück Fleisch haben oder ein Würstchen-Eintopf. Da das ja ein bisschen rustikaler ist, ist die Idee, das auf Holz zu fotografieren und ein bisschen klassischeres Geschirr. Ecke, was haben wir denn in der Gastlichkeit jetzt in diesem Monat? Da haben wir jetzt die ostfriesische Teetafel, die wir ja schon in der Küche ausprobiert haben. Hier sind die Küchenfotos dazu mit der wunderschönen Torte. Also es gibt herzhaft und süß, ne? Es gibt auf jeden Fall auch was Süßes. Das wäre ein gutes Stichwort, weil das wird ja dann auch ein richtig süßes Heft, weil wir das Gastspiel die Alexandra Lang gewinnen konnten. Die ist Patissier des Jahres, was eine hohe Auszeichnung ist und auch jüngste Patissier des Jahres und wird uns ihre Tricks verraten. Super. Ganz toll, da freuen wir uns. Wenn ich also sehe, dass sie, ich weiß es nicht, Eukalyptuspralinen macht oder Aromen mischt, Salz und Süß sehr geschickt, das ist was Spannendes, das ist Trend, das ist das, was man haben will und deshalb ist sie heute bei uns auch dabei beim Gastspiel. Und das ist sie, Patissier des Jahres 2010, Alexandra Lang. Nicht nur die jüngste Preisträgerin ihrer Zunft, sondern vor allem auch die erste Frau. Eigentlich arbeitet sie im elterlichen Betrieb Residenz am See in Meersburg. Heute aber wildert sie zielstrebig auf dem Münchner Viktualienmarkt, als Jörg sie auf frischer Tat ertappt. Hi, guten Morgen. Na, was machst du denn schon hier? Ja, du brauchst ein paar Früchte, ne? Ja, du, ich auch. Was brauchst du? Ich brauche eigentlich nur Mango. Was hast du vor? Das sage ich dir später. Eines ist jetzt schon klar, es wird exotisch heute. Beide sammeln fleißig Früchte ein und sind gewappnet für einen süßen Tag. Die ganzen karibischen Früchte, die finde ich hier. Und heute ist die Alex da und die zaubert was Besonderes und da brauche ich die allerbeste Ware. Und da wären wir auch schon bei Alexandras erstem Rezept heute. Topfen Limettenknödel mit Blutorangensud und Vanilleeis. Dafür braucht sie unter anderem Quark, Blutorangen und Vanilleschoten. Also ich fange mit den Knödeln an. Ja. Möchtest du mit dem Eis anfangen? Ja, gerne. Ist okay für dich? Mach ich. Dafür nehme ich mir hier dann mal die Vanilleschoten. Genau. Und du machst das mit Kokosmark, ne? Mit Kokosmilch, ne? Genau, ein kleines bisschen ist drin, ist einfach ein bisschen ein anderer Geschmacksträger noch. Und zwar, ich fange hier mit den Knödeln an. Ich habe den Quark, dann kommen die Brösel rein. Im Grunde genommen alles zusammen, der Zucker. Dann haben wir das Eigelb und das Eiweiß. Und danach noch die flüssige Butter und dann musst du einfach nur alles zusammen vermischen. Und dann drehst du dir die einfach ab, je nachdem wie groß du die Knödel haben möchtest. Und in die Mitte machen wir nachher Nougatkern rein. Das ist ganz witzig, wenn das dann ist noch ein bisschen so ein anderer Effekt. Bisschen Effekt, drin. ja, das hört sich gut an. Und ich kratze hier gerade mal die 2 Schoten aus und gebe die dann in das Mark in die Kokosmasse. Und dann rühre ich da einfach, nachdem ich den angestellt habe, die Eigelbe rein. Das sind ja ein paar Eigelbe, aber so gibt es ja gut Geschmack und auch eine schöne Bindung dann, ne? Genau. Und das Ganze wird dann zur Rose abgezogen. Genau. Das heißt, wenn die Bindung anfängt, dann kann man das hinterher mal zeigen, hier so über einen Löffel, wenn man drüber pustet, dann sieht es aus wie eine Rose. Daher kommt auch der Name, ne? Das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass die Masse gebunden ist. Dafür gebe ich jetzt braunen Zucker hinein. Und die 240 Gramm Eigelb von den umgerechnet 6 bis 8 Eiern. Jörg kümmert sich rührend um die Kokosmasse, während Alex gekonnt viele kleine Teigbällchen mit Nougatkern rollt. Alex, du bist ja gerade zum Patissier des Jahres 2010 ausgezeichnet worden. Das ist ja eigentlich, weil du ja noch relativ jung bist, eine sehr schöne Auszeichnung, ne? Ja, doch, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet. Ja. Und es war eine riesen Überraschung. Also ich habe mich mega gefreut. Ja, das glaube ich. Also ich finde es ja auch schön, dass wir so einen hochdekorierten Gast hier haben und von dem wir auch viel lernen können, gerade auch die Zuschauer. Ist aber nett. Ja, klar. Und da freut sich doch auch deine Familie zu Hause, weil du bist ja jetzt wieder quasi zu den Wurzeln zurückgegangen, ne? Genau, ich bin jetzt wieder seit 2 Jahren ungefähr wieder zurück am Bodensee in Meersburg. Und ja doch, die sind natürlich auch mega stolz gewesen. Ja. Und haben sich genauso für mich mitgefreut.
Das glaube ich. Und wie lange bist du eigentlich so unterwegs gewesen? Also diese Wanderjahre, 7, wie man in 8 der Jahre. Küche sagt? Ja, war ich jetzt 7, 8 unterwegs. Jahre. Das heißt nach deiner Ausbildung? Genau, ich bin direkt, also ich habe meine Ausbildung bei uns am Bodensee gemacht, zum Konditor. Und bin aber dann wirklich direkt nach der Ausbildung in die Gastronomie rein. Und bin auch dann wirklich gleich weggegangen vom Bodensee. Genau, und jetzt wieder zurück. Aber das waren sicher keine leichten Jahre, ne? Das war schon... es waren nicht immer die einfachsten Jahre. Es sind auch oft mal Tränen gelaufen. Ja, das glaube ich, ja. Wie ist das eigentlich? Denkst du dir jeden Tag was Neues aus oder nimmst du dir mal eine Woche oder 2 Auszeit, damit du wieder neue Ideen oder Rezepte gewinnst? Nee, so schön ist es leider nicht, dass ich immer mir eine Woche Auszeit gönnen kann. Nein, also wie gesagt, bei uns ist es im Winter am Bodensee relativ ruhig. Ja. Und ich habe da einfach auch die Möglichkeit, relativ viel auszuprobieren oder probiere auch viel aus. Aber natürlich auch von Zeitschriften, Bücher oder auch wenn ich einfach mal auf Reisen bin in ferne Länder, nimmt man natürlich auch viel mit. Weil wie gesagt, in anderen Ländern sind einfach auch noch mal ganz andere Sachen, ob das Gewürze sind, Kräuter oder Früchte. Also du kannst ja in der Patisserie unheimlich spielen und mit jeglichen Sachen kombinieren. Genau. Das heißt, es ist nicht immer nur Schokolade und Zucker, sondern, wie du schon sagst, Kräuter, Gewürze kommen noch extra dazu. Und dann gibst du die heiße Masse einfach in die Eismaschine. Genau, ne? einfach in die Eismaschine rein und dann einfach abfrieren. Okay, dann mache ich das mal. Gut. Ich habe meine Knödel auch gleich. Und dann würde ich sagen, können wir gleich als nächstes noch die Orangen machen, oder? Ja, für klar, auf jeden Fall, den Sud. Da kann ich den O-Saft ja schon mal aufstellen, ne? Genau, der muss aufkochen. Ja. Dann tun wir gleich noch die Gewürze dazu. Das mache ich. Was soll rein? Die Vanille, Sternanis und der Zimt. Sternanis, wie viel? 2, 3? 3 Stück rein. 2 Zimtstangen und Vanille kratze ich aus oder einfach ganz rein? Auskratzen, Auskratzen, aber auch die komplette Schale mit rein. Genau. Es kann angerichtet werden. Die getränkten Orangenfilets bilden die Grundlage für Alexandras Komposition. Behutsam platziert sie die Stückchen. Den süßen Knödel mit Nougat-Füllung bettet sie auf die Filets. Als Topping gibt es ein Häubchen aus in brauner Butter angebratenen Semmelbröseln. Minze dient als Dekor und das selbstgemachte Vanilleeis wartet in einer Extraschale auf die süße Zusammenkunft. Nach so vielen süßen Momenten geht's jetzt ans Eingemachte. Die Redaktion will mehr von ihrem Gast wissen. Woher kommt deine Begeisterung für Süßes? Für Süßes meine Begeisterung. Also wie gesagt, ich habe als kleines Kind eigentlich schon ganz gerne immer bei meiner Oma geholfen oder auch bei meinem Vater in der Küche gestanden. Und da kam das dann irgendwie, dass ich immer gesagt habe, okay, ich möchte das mal beruflich machen. Du bist Patissier des Jahres 2010. Was kann da noch kommen? Was da noch kommen kann, ist eine gute Frage. Also ich sag, man darf nie aufhören, an sich selber zu arbeiten, denn man lernt nie aus. Deine Süßigkeiten Top 3 lautet? Meine Süßigkeiten, okay, Top 1 Gummibärchen, 2 auch Gummibärchen und 3 bleibe ich auch bei den Gummibärchen. Ja, sehr abwechslungsreich. Das klingt eigentlich nach wenig süßer Kreativität. Doch nicht ohne Grund hat sie den Olymp der Süßspeisen erklommen. Mit bemerkenswerten kleinen Kunstwerken aus Zucker und Schokolade. Deshalb jetzt aufgepasst, die Beste ihrer Zunft gibt Tipps, wie Sie zu Hause mit einfachen Mitteln für viel Eindruck sorgen können. Isomalt heißt der Zuckeraustauschstoff, den sie für ihre Dessertdeko erhitzt, bis er eine zähflüssige Masse ergibt. Die fangen an mit den Zuckerkörbchen und zwar, da nimmst du einfach so eine Kelle, tust sie ein bisschen mit Öl einpinseln. Dass sie einfach, die nächste, ich fange gleich an und dann geben wir da einfach mit dem Isomalt drüber. Und zwar, Isomalt ist ein Zuckeraustauschstoff.
der hauptsächlich nicht so schnell die Feuchtigkeit anzieht. Aber du kannst es auch ganz normal zu Hause mit normalem Zucker machen und einfach einen Tick Wasser dazu und einen Karamell eben kochen. Das Wichtige ist nur dabei, dass du den Zucker eben auf die gewisse Konsistenz bringst, dass du hier drüber spinnen kannst. Also wenn er zu flüssig ist, dann funktioniert es noch nicht. Ja, der wird ja nicht so schnell fest, ne? Genau. Genau. Ah, die Fäden schneidest du ab. Genau. Ja, das sind so einfache Tricks dann halt, ne? Ja. Und dann ist es eigentlich auch gleich rucki-zucki kalt. Ja. Und du kriegst die ab und hast dann hier Super. so deine Körbchen. Und kann man die denn jetzt einfach so liegen lassen? Oder Nee, die müssen musst du irgendwo luftdicht verpacken, weil die ziehen ja die Feuchtigkeit an. Ja. Also einfach in eine Tupperdose oder so. ja, Einfach, das ist dass gut. luftdicht ist. Genau. Du kannst jetzt auch zum Beispiel, wenn du 2 eben so Halbkugeln hast, einfach zusammensetzen, hast eine ganze Kugel. Und das ist ja jetzt hier ziemlich farblos. Man könnte die jetzt auch färben, oder? Könnte man die Masse einfach Genau, färben? du kannst da jegliche Farbe eigentlich Ja. reinmachen, rot, gelb, grün, wie auch immer. Genau. Oder länger kochen, Oder damit es länger dann kochen. Karamell wird. Genau, Ne? da wird es dann so goldig, so Ja. wie es eben ist, wenn du es mit normalem Zucker machst und jetzt nicht mit diesem Isomalt. Aber wenn du willst, können wir jetzt mal noch Spiralen machen. Oh ja, da habe ich Willst hier du? schon mal... Oder ja, soll ich gucke ich? erst mal zu und dann versuche ich das Okay. mal. Ich muss das hier von Profihand einmal sehen. Genau. Ist das jetzt denn genau richtig von der... Ja, der hat es jetzt dann. Ah ja, das muss Aber richtig zäh vorsichtig, sein, also ne? zu Hause beim Nachmachen, das ist wirklich heiß. Das ist schon heiß, ne? Ein bisschen warten musst Ja. du vielleicht noch, aber man sieht es Ah, jetzt ja. schon, er wird fester. Ja. Weil wenn er zu dünn ist, dann kriegst du nicht drum gewickelt. Kannst auch am besten der so Zucker- vielleicht mit beim Zeigefinger und dem Daumen so kurz ein bisschen in Öl, Ja. aber ganz minimal eigentlich. Und dann musst du wirklich den Zucker rausziehen, Aha. aber er ist jetzt wirklich noch ein bisschen heiß. Und dann wickelst du ihn einfach hier drum rum. Aber da ist man irgendwann immun gegen, oder? Gegen die Hitze? Ja, es ist schon auch heiß manchmal. Ja. Und da musst du dann halt wirklich vorsichtig mit Gefühl, Oh ja, das sieht ja richtig filigran aus. ziehst du die ab. Ja. Jörg ist sichtlich fasziniert von den kleinen Zuckerspiralen und versucht sich selber einmal. Ohne große Berührungsangst wagt er sich an die heiße Masse und zeigt sich als filigranes Naturtalent. Die Meisterin hat nichts zu beanstanden. Und das kannst du eigentlich um jegliche Art drum wickeln, je nachdem wie groß du es haben willst. Also Ja. egal um was, einfach irgendwo drum rumwickeln, hast verschiedene Formen. Die Alex hat ja gerade beim Zuckerdekor gezeigt, dass man mit ganz einfachen Mitteln solche optischen Kracher zaubern kann. Und das ist, denke ich, für viele Anreiz oder Ansporn, das nachzumachen. Das war einfach klasse. Runde 2 für die Redaktionsfragen. Eine absolute missglückte Eigenkreation war? Missglückte Eigenkreation. Also keine. Nee, ich weiß jetzt gerade keine. Gut, nächste Frage. Hast du als Patissier einen eigenen Stil, der dich von anderen unterscheidet? Ich würde sagen, jeder Patissier hat seinen eigenen Stil, aber wie wir uns jetzt alle untereinander unterscheiden, kann ich jetzt nicht wirklich beantworten. Deine größte Schwäche ist? Meine größte Schwäche, dass ich vielleicht manchmal zu ungeduldig bin, aber nicht in jeglicher Hinsicht. Kommt ganz drauf an, was es ist. Also wenn irgendwas ist, möchte ich es am liebsten gleich sofort haben und es muss jetzt und sofort funktionieren. Jetzt ist Jörg an der Reihe. Sein Geheimnis vom Viktualienmarkt ist also eine Mangotart. Klar, dafür braucht ihr die eingekauften Mangos sowie Mehl, Butter, Eier, Zucker, Hülsenfrüchte und Sahne. Der eine Mango kommt in die Masse, die hinterher auf meinem Mürbeteig, den ich gleich mache, Okay. stockt. Und eine Mango nehmen wir hinterher zur Deko. Also gut, dann Und da- schälen, klein schneiden. Genau, mixen. pürieren, mit Okay. Sahne, Zucker und Eigelb mischen. Also und gut. ich knete schon mal den Mürbeteig. Dafür habe ich hier schon mal ein bisschen Mehl und Butter abgewogen. Und dann gebe ich ein bisschen Wasser dazu. Und eine Prise Salz. Zucker lasse ich weg, weil deine Creme, die wird ja schon schön süß. Eben, die brauchen wir dann nicht nochmal. Genau. Und außerdem hast du mir ja noch eine schöne Zuckerdeko hinterher versprochen. Eben, dann machen wir was Schönes. Machst du den Mürbeteig eigentlich auch mit Wasser oder eher mit Ei? Eher mit Ei. Eher mit Ei. Aber das ist, glaube ich, ganz egal, ist jedem gleich, also freigestellt, wie er es halt mag.
Das denke ich auch. Und wenn man kalte Butter nimmt, dann kann man den ja auch eigentlich, sobald der verknetet ist, ausrollen. Ne? Klar, Ja. warum nicht? Also wenn du in Eile bist, dann rolle ich meinen auch aber gleich aus. Ja. Wir haben ja die schönen Mangos eben noch eingekauft. Da haben Die wir sind jetzt, super. Die sind echt gut, ja? Ja. So, ich bin hier gleich mal so weit. So, und den Rest, den nehme ich mir hier. Die eine würfelt, der andere rollt. Jörg bereitet seinen Mürbeteig für den ersten Gang im Backofen vor, während Alexandra die Mangostückchen püriert. Jörgs Teig bekommt eine Aufgehsperre aus Hülsenfrüchten. Die gebe ich einfach schön drüber. Genau. Schön knusprig. Für die Mangotart habe ich einen Mürbeteig geknetet. Und der muss vorgebacken werden, das heißt blind gebacken werden. Und dafür habe ich die Hülsenfrüchte einmal drüber gegeben. Und dann muss er 15, 20 Minuten vorgebacken werden. Die Hülsenfrüchte dienen als Platzhalter für die spätere Füllung, die Alex fleißig püriert. Sie sorgen dafür, dass der Teig nur am Rand aufgeht. Dann kommt die Mangomasse auf den Teig und alles zusammen für eine gute halbe Stunde bei 160 Grad in den Ofen. Die Mangomasse ist schön knusprig gebacken. Jetzt wird der Früchteteig noch mit Mangostückchen belegt und mit den Kunstwerken von Alexandra und Jörg veredelt. So schnell wird aus einer einfachen Tarte ein echter Hingucker. Ich finde das Rezept auf jeden Fall gut. Vor allem ist es einfach schnell umgesetzt und es kann jeder mal nachmachen. Und es ist einfach ein schnelles Gericht, wo bestimmt super schmeckt. Redaktion die dritte. Es heißt, Schokolade macht glücklich. Stimmt das? Das sieht man doch an mir, oder? Mit welchem Prominenten würdest du gerne mal ein Candlelight-Dinner genießen? Ein Candlelight-Dinner? Brad Pitt finde ich ganz gut. Was wäre aus dir geworden, wenn du keine Konditorlehre gemacht hättest? Ich glaube, ich wäre auf jeden Fall so in die filigrane Richtung, wo man eben sehr kreativ sein kann. Also ich habe mal mit Floristin noch gespielt, aber habe es dann auch gar nicht mehr ausprobiert, da mir das schon sehr viel Spaß gemacht hat. Zurück in der Gegenwart. Der geeiste Exotik Tamarillo ist Alexandras zweites Rezept heute. Ein süßer Gaumenschmaus aus Tamarillo, Früchten und Gewürzen. Ich mache hier den Sud für die Tamarillos eben mit dem Wasser, Zucker, Ja. der Vanille. Es wird einfach nur aufgekocht und dann werden die Tamarillos dann nachher reingeschmissen. Ah, damit die ein bisschen gar ziehen, oder? Genau. Wir schneiden die Tamarillos einfach oben und unten, wie gesagt, ab. Also einmal den Deckel und einmal unten einfach nur ein kleines bisschen, damit die stehen. Ja. Weil die stehen nachher auch so im Teller drin. Ah ja, genau. Und der Fruchtsalat kommt oben rein. Genau, damit wird der Tamarillo gefüllt. Ja. Und dann kommt oben drauf noch das Exotik Sorbet. Wie ist das eigentlich? Ich meine, viele haben ja schon den Wunsch, Koch zu werden. Aber bei dir war es halt Konditor. Also die süße Schiene hast du bevorzugt damals, oder? Ja, sozusagen. Ja. Kam das denn irgendwie von zu Hause? Weil deine Eltern hatten ja immer schon ein Hotel. Ja, und also wie gesagt, Restaurant, wir haben ja zu Hause unseren Betrieb, aber nee, für mich kam eigentlich Koch nie in Frage. Also jetzt nicht, weil ich irgendwie nicht alles esse oder so, sondern deshalb eher so, dass ich morgens zum Beispiel um 8 noch keinen Fisch auseinandernehmen könnte. Mir wäre, glaube ich, total schlecht. Ja. Ja klar, das gehört natürlich dazu. Aber wenn du so ins Restaurant gehst, auf was freust du dich denn am meisten? Also wie gesagt, auf alles im Grunde genommen, aber ich bin natürlich immer ziemlich gespannt, was auch andere eben im Dessertbereich machen. Ja, das heißt, du kannst da nicht wirklich loslassen, sondern guckst immer wieder rechts und links. Klar, wo aber man das noch ist, was glaube ich, Neues machen automatisch. kann. Also ich glaube, das macht jeder. Ja, das stimmt. Ich tue jetzt gerade hier bei den Tamarillos die Kerne rauskratzen. Wichtig aber jetzt dabei ist, dass ich das Fleisch, Fruchtfleisch, also nicht auch komplett rauskratze, das bleibt drin. Also wirklich nur die Kerne. Aber es so macht schon viel Arbeit. Also das sind ja so 3 verschiedene Komponenten für ein Dessert, ne? Ja, also bei mir geht es relativ rucki-zucki, aber ich sag, das ist ja auch, wenn man den ganzen Tag nichts anderes macht, Ja, dann wäre es schlimm, wenn ich da für den ganzen Tag bräuchte für ja, ein das Dessert. stimmt. Du bist dann ja auch immer gut vorbereitet, ne? Genau. Ja. Ich tue jetzt die Tamarillos, die kommen jetzt eben kurz in den Sud rein, dass sie einfach ein bisschen weich werden. Und dann nehmen wir die einfach nachher gleich wieder raus.
Und wie lange brauchen die ungefähr in dem Sud? Es kommt immer ganz drauf an, wie hart die Tamarillos sind, aber ich zeige das nachher, dass man sie so leicht ein bisschen eindrücken kann. Und die Oberteile von den Tamarillos behalten wir aber auch auf. Das ist nachher einfach für die Deko. Ah ja, als Deckel quasi. Genau. Tamarillo ist auch bekannt als Baumtomate und kommt ursprünglich von Südamerika. Schmeckt so in die Tomatenrichtung eher. Also wenn man sie jetzt nicht irgendwie in einem Sud oder so noch gekocht hat oder blanchiert, dann ist sie relativ säuerlich und geht schon wirklich so in die Tomatenrichtung. Ich meine, du bist ja lange unterwegs gewesen auch als Patissier. Wie ist das eigentlich? Ich meine, wann hattest du denn gedacht, jetzt mache ich mal Karriere? Irgendwann? Ja, für mich war eigentlich von vornherein klar. Also ich habe ja meine Konditorenausbildung gemacht bei uns am Bodensee und bin aber dann wirklich direkt nach der Ausbildung weg. Aber es war auch für mich von vornherein klar, dass ich wirklich nur in die gehobene Gastronomie möchte, also einfach in Sternehäuser. Ja, genau. Und wo warst du da überall schon? Es hat angefangen, ich war in Heilbronn, Friedrichsruh, das Wald- und Schlosshotel. Dann war ich mal in Stuttgart in der Wielandshöhe, bei Meerwohlfahrt in der Traube Tonbach, in St. Moritz, in Velden in Österreich. Oh ja, das sind ja einige Stationen, ja. Bisschen was war's. Ja. Ja, und jetzt bist du zu Hause wieder, ne, bei deinen Eltern. Genau, seit knapp 2 Jahren jetzt wieder. Ja. Und das klappt gut im elterlichen Betrieb, weil man kennt sich ja gut. Und, klar, man ist, also wie gesagt, ich kann jetzt nichts Negatives sagen. Es gibt immer seine Vor- und Nachteile. Ja. Ja gut, aber die hat man ja überall, ne? Also wie gesagt, hier kannst du jetzt bei den Tamarillos schauen. Ich nehme die jetzt wieder raus. Die kannst du leicht ein bisschen eindrücken. Ah ja, genau. Aber die lässt du jetzt dann einfach so auskühlen? Genau, weil die werden ja nachher jetzt gefüllt. Ja, und ich darf ja meine Früchte dann nicht zu groß schneiden, weil die müssen da ja noch rein, die müssen ne? rein. Vielleicht sogar einen Tick kleiner. Noch einen Tick kleiner? Okay. Ja, das ist halt die Sternegastronomie. Da kriege ich gleich noch ein bisschen an Mecker hier. Dann wird fleißig geschnibbelt. Alles, was den Namen Exotik verdient, wird in kleine Stückchen geschnitten. Ananas, die hellere Thai-Mango, normale Mango und zu guter Letzt Maracuja. Alles wird in einer Schüssel gesammelt und mit dem Sud übergossen. Da gibt es eigentlich nichts zu beachten, ob säuerlich oder süß. Also da kann man wirklich querbeet mischen. Also ist einfach ganz normal Geschmackssache. Der Nachtisch ist servierbereit. Der Tamarillo bildet die zentrale Säule und bekommt seine Exotikmischung, sowohl in seinen Bauch als auch zu seinen Füßen. Der Kopf des Desserts ist eine Kugel Exotik-Sorbet. Das kann man natürlich auch selber machen oder einfach fertig kaufen. Schmeckt beides. Als Hütchen dient der Tamarillo-Deckel. Und na klar, kein Dessert von Alexandra ohne optischen Spoiler. Das Auge ist schließlich mit. Und die Deko beim Nachtisch macht ja auch Spaß. Eigentlich viel zu schade, um es jetzt zu verputzen. Die letzte Redaktionsrunde wird eingeläutet. An einem freien Tag unternimmst du was am liebsten? Ich bin mit den Freunden unterwegs oder aber, wie gesagt, widme ich meinem Reitsport, da ich ein eigenes Pferd habe. Wie viel Zucker und Schokolade verarbeitest du etwa in einem Monat? In einem Monat ungefähr kommt ganz drauf an, was wir gerade natürlich machen und um welche Jahreszeit, aber so im Monat um die 50 Kilo Zucker und Schokolade. Was werden es sein? Auch so um die 10 Kilo. Wie sähe deine Henkersmahlzeit aus? Meine Henkersmahlzeit? Auf jeden Fall deftig rustikal. So Alex, bevor du jetzt gehen darfst, habe ich hier noch unser Gästebuch, wo du dich noch einmal eintragen dürftest. Jörg wartet auf ihren Eintrag und sein Zeugnis. Keine Angst, Jörg. Nö, also ich finde, dass er sich auf jeden Fall gut angestellt hat und er hat keine 2 linken Hände dafür. Ich denke, das wird ihm mit Sicherheit auch Spaß machen oder liegen. Also der Tag heute war schon der Hammer. Also die Alex, die hat da so ein paar Kleinigkeiten, so Kniffe drauf. Da merkt man schon, da steckt fundiertes Wissen hinter. Und ja, eigentlich jeder Handgriff sitzt bei ihr. Auch hinterher das Ergebnis auf dem Teller, das spricht auch. Ja, super. Vielen Dank. Ja, ich danke. Stift zurück. Ja, schön, dass du da warst. Vielen, Bis zum vielen nächsten Dank. Mal. Ja, und wie gesagt, wenn du am Bodensee mal bist, schau vorbei. Ja, gerne. Würde mich freuen. Ja. Gut, dann bis dann. Tschüss. Ciao.